Yeah, we can put, the professors can go a little bit on the sides, that works too. Yeah. All right, I'm gonna come and jump this to you. I get to be in the front, I'm short. Everybody say cheese. Cheese. In den letzten Jahren ist zum Thema Willkommenskultur in Deutschland viel passiert. Die katholische Hochschulgemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, Türöffner zu sein für ausländische Studierende und Gastwissenschaftler. Und wir glauben, dass einfach noch mehr passieren muss in der Richtung Willkommenskultur. Dementsprechend haben wir Impulse gesetzt, um im Zusammenspiel mit den Rektoren der Hochschulen und den Prorektoren und mit der Städteregion Aachen, der Stadt Aachen, einfach Modelle zu entwickeln, wie es in Zukunft noch besser laufen kann. Okay, can we play a little game here? Everybody, you just take one of these and you have to find the person, but you're not allowed to take your own name. Die ausländischen Studierenden, die nach Aachen kommen, haben jede Menge Hoffnungen, wenn sie kommen, dass ihr Leben einen entscheidenden Schritt nach vorne gehen wird. Dass sie also einen guten Abschluss hier erwerben können und dementsprechend gut durchstarten können im Leben. I've seen people who have come to Germany who had gained a tremendous amount of knowledge, and they came back to the country, and they are one of the respected people. Actually, I need to get more experience in the foreign countries. Actually, before I came, I was in Africa, and I needed a lot of experience from other countries. That's why I came to Germany. Fürs Studium selbst, dass man einfach in einem internationalen Umfeld lernt zu arbeiten und miteinander zu kommunizieren, was ja auch später für die Arbeitswelt super wichtig ist, dass man eben lernt und weiß, wie man mit verschiedenen Kulturen umzugehen hat und wie man halt eben in solchem Umfeld auch arbeitet und dann halt eben auch Aufgaben, Probleme erarbeitet. Sowohl die RWTH Aachen als auch die FH schicken inzwischen ihre Leute in alle Welt, also das heißt zum Beispiel nach Vietnam oder nach China, um ausländische Studierende zu werben. Also einzuladen, nach Aachen zu kommen, um hier zu studieren und hier dann auch Karriere zu machen. Viele sind dann aber doch überrascht, dass es einige Stolpersteine gibt. The culture is a problem, the language, and maybe the weather, because we are from tropical countries. Everybody lives very close together, so in one house there'll be 3 or 4 families, and in Australia it's never usually like that. I've been here for more than 8 months. So from my observations and my personal experiences, I feel I'm not able to integrate into the culture or the society. We will talk about basic cultural orientation. We will look at some critical situations. You invite someone to your home and you have cooked so beautifully, okay? And he's vegetarian or he doesn't eat pork. Or if you want to offer something, alcohol or non-alcohol thing. Tea, water. Okay, water, it's so easy. Water is easy. Sparkling water? Not everywhere. Okay, so you only want to be polite. So, what else? What can go wrong? You eat what you use. A lot of us cannot use a fork and knife like the way Germans do. And traditionally in India we eat with our hands. And so that's chopsticks. Yeah, and very good. Really hard to manage. Yeah. It's actually very embarrassing sometimes that you're not able to do it. The thing is, when sometimes it goes wrong, we think only because we are from different cultures, it's only culture. No, you will also have problems with a German guy if you are German, with an Indian guy if you're Indian. It's not only culture. Es gibt gute Modelle, wie zum Beispiel das Freshman-Institut, die ausländische Studierende im Vorfeld ihres Studiums begleiten. Die bieten Beratung, die bieten auch Feste, die bieten soziale Kontakte, Begleitung in wichtigen Behördengängen. Aber es hat eben einfach auch seinen Preis und den kann leider nicht jeder zahlen.
Wir ermöglichen den Weg, nach Deutschland zu kommen und danach ein Jahr bei uns als sogenanntes Vorbereitungsjahr für Studium. Und dann machen wir, das ist auch mit Wohnung, mit Unterricht, mit alles so inklusiv. Und danach kann man einfach weiter in Deutschland weiter studieren, ganz normal. Und in diesem Jahr, sage ich mal, leben die auf dem Campus in Geilenkirchen. Gerade die Eltern lieben es, zu wissen, wo ihre Kinder hinkommen. Die sind einfach glücklich und da sind alle Eltern auf der Welt gleich, dass sie sagen, ich möchte, dass mein Kind zunächst einmal in eine behütete Atmosphäre kommt. Ich will wissen, wo mein Kind ist im Ausland. Wir versuchen, die Bürger in Geilenkirchen mit einzubeziehen, zu sagen, Mensch, ladet mal unsere Leute ein zu euch nach Hause, ins Wohnzimmer, in die Küche, macht was mit denen gemeinsam. Da entwickeln sich auch sehr viele langlebige Kontakte. Also meine 3 Mädels und ich, wir haben uns ganz inoffiziell schon kennengelernt. Und am Wochenende zeige ich denen Aachen, Maastricht, Lüttich, die Eifel. Wir besuchen Kunstausstellungen. Ja, und dann habe ich die 3 in meinem Schlepptau und das ist sehr schön. Aber natürlich, so ganz uneigennützig haben wir das auch nicht getan. Wir haben natürlich auch gedacht, dass wir etwas zurückbekommen von den jungen Leuten. Und das war auch so. Wir haben spannende Monate erlebt. Wir haben viel aus den Heimatländern der beiden erlebt und auch ein bisschen bestimmte Entwicklungen einfach auch verstanden. Also so, das ist das Programm und das macht einfach sehr viel Spaß. Ne? Oder simpel, ich kümmere mich einfach hier, wenn unsinnige Verträge abgeschlossen worden sind. Ne? Dann sage ich, hör mal, das ist ja gar nichts Gutes. Ne? Die Leute sind einfach wegen des Studiums nach Deutschland gekommen, aber die wissen eigentlich überhaupt nicht, sag ich mal, wie das Leben in Deutschland aussieht. Ne? For a new flat I rent, I want to have an internet. So I call the telephone to the Vodafone and I need them to help me to install it. I called it 3 times, but every time they told me they has already come. But actually they didn't because I wait downstairs in front of the door. So 1 or 2 months later, I asked another company to help me to have an internet. But I do not know this contract has already costed my money. And also it's going to be like 2 years contract. Yes, I have already paid it 2 years. But at that time I thought maybe 2 years later this contract will be officially abandoned. Just this year's. I want to know why my bank still cost money for this contract, so I asked Vodafone. And they told me I haven't cancelled this contract, so I need to pay more. But actually I haven't used it. Even one day I haven't used it. Es gibt manchmal, wie in dieser Situation, unerwartete Fallen, in die Leute tappen, wo sie gar nicht mehr wissen, wie komme ich da wieder raus. Da ist es natürlich sehr wichtig, dass die fachkundige Beratung finden. Gleichzeitig aber eben die Frage, kann ich der Person vertrauen? Wir haben es oft mit Leuten zu tun, die aus beziehungsorientierten Kulturen kommen eher und für die erstmal der Vertrauensaufbau super wichtig ist, um sich dann da auch beraten zu lassen. Wir sind das Eingangstor mit dem Info-Service Center und wir haben hier ein internationales Team, das besteht aus derzeit 8 Studierenden mit unterschiedlichen Kulturen und Studienfachrichtungen, weil wir wissen, dass das für die Studierenden, die hier zur Beratung kommen, sehr wertvoll ist. Ja, die haben teilweise auch Ängste dadurch, dass sie aus unterschiedlichen Kulturen zur Beratung kommen und haben dann einfach auch eine direkte Verbindung und den Zugang zu diesen Beraterinnen und Beratern hier. Und in dieser Schulabschlusszeugnis steht drin, dass man ein Jahr Feststellungsprüfung bzw. Studienkollegen besuchen muss. Ja, entweder man studiert hier in Deutschland oder arbeitet. Also und ich darf nicht arbeiten,
weil auf meinem Aufenthaltserlaubnis steht Deutschkurs. Und ohne Zulassung der Universität kann ich gar nicht arbeiten. Ich sag mal, jeder ausländische Mitbürger reist ja zu seinem Aufenthaltszweck nach Deutschland ein. Und wenn derjenige zum Sprachkurs kommt oder auch zum Studium und setzt halt einen Sprachkurs davor, dann ist das so, dass er diesen Aufenthaltszweck verfolgen soll letzten Endes. Und also auch intensiv Deutsch lernen soll. Da wäre natürlich irgendeine andere Beschäftigung während der Zeit wiederum abträglich. Weil die Sprachkurse waren ziemlich sehr teuer waren. Ich konnte nicht mehrere machen, von daher habe ich nur 2 gemacht. Mein erster Sprachkurs war an der VHS, habe ich da angefangen und gleichzeitig habe ich auch gearbeitet. Muss man halt mehrere Sprachkurse machen, bis man halt den DSH-Vorbereitungskurs macht. Und dann muss man halt entweder DSH-Prüfung bestehen oder den Test darf bestehen. Ich habe den Sprachkurs in Duisburg gemacht und danach habe ich die DSH-Prüfung geschrieben, auch bestanden mit DSH 2. Also jetzt erfülle ich alle Bedingungen für Medizin. Aber es bleibt die Fristen, also die Fristen sind beschränkt auch. Die haben ihre Prüfung, sage ich jetzt mal, im Juli. Meistens ist es hier in Aachen. Dann beginnen auch die Ferien von dem Deutschkurs. Und während der Ferien dürfen die vom Aufenthaltsrecht auch arbeiten. Also sie dürfen einerseits arbeiten, sie dürfen aber auch ein Fachpraktikum machen. Sie können also für ihr Studium, das ja dann ab Oktober beginnt in der Regel, dürfen die schon ihr Praktikum beginnen. Ich habe immer versucht, dass irgendwie halt eine bestimmte Zeit zur Arbeit zu gehen und dabei zu studieren. Es gab mehrere Probleme am Anfang, zum Beispiel, ich habe den DSH-Prüfung schon bestanden, aber weil auf den Grund, dass ich nicht so viel Deutschkurse gemacht habe, mein Deutsch war trotzdem nicht gut für das Studium. Also ich war noch nicht fähig, um zu studieren, weil ich saß zum Beispiel in der Vorlesung und ich konnte nicht so viel verstehen. Die Leute, die hierher kommen, sind dazu verpflichtet, sehr schnell einen hohen Organisationsgrad zu erreichen. Das schaffen viele nicht in dieser Weise, gleichzeitig sprechen sie die Sprache noch nicht wirklich perfekt, können also sich noch nicht wirklich perfekt auch hier im gesamten System orientieren und dementsprechend gelingt es ihnen eben häufig einfach nicht, das so schnell hinzubekommen. Und wann ist die Frist? Die Bewerbungsfrist für Wintersemester ist immer 15. Juli. Okay. Und für Sommersemester ist immer 15. Januar, genau. Okay. Das heißt, zum Wintersemester nicht schaffe, kann ich aus dem Sommersemester. Was wollen Sie studieren? BWL. Leider nicht. Okay. BWL für das Studiengang, es gibt nur im Wintersemester. Ja. Also ich wollte ursprünglich Medizin studieren hier in Deutschland. Aber Medizin ist ein beschränktes Fach und daher habe ich mich für Chemie entschieden, weil es so ein ähnlicher Fach ist. Ich wollte auch das Unileben kennenlernen. Danach innerhalb der Fristen für das Sommersemester habe ich für auf Medizin beworben und bekomme ich einen Platz und habe ich damit angefangen. Also nach einem Jahr habe ich festgestellt, das ist nicht mein Fach. Also leider, sage ich mal. Dann habe ich mich entschieden für Maschinenbau. Das ist wirklich mein Fach. Da hat der Gesetzgeber sich auch was überlegt. Und zwar hat er generell gesagt, wenn derjenige nach Deutschland kommt, darf er die ersten 3 Semester das studieren, was er sich vorgenommen hat. Und wenn er in der Zeit feststellt, dieses Fach ist nicht das meine, dann kann er problemlos das Studienfach wechseln. Danach wird es schwieriger, und zwar sind dann besondere Hürden dabei vorgegeben. Das neue Studium darf dann nicht länger dauern als das alte. Das ist also so ein kleines Rechenbeispiel. Für die ausländischen Studierenden stellt sich eben ganz häufig nicht nur die Frage, das Studieren selber zu organisieren, sondern das ganze Leben zu organisieren. Das heißt, auch die Finanzen im Griff zu haben. Und da gibt es bei vielen immer wieder große Probleme. Jeder, der nach Deutschland einreisen möchte, muss bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen. Und eines dieser Grundvoraussetzungen ist halt, dass er eine Finanzierung aus eigenen Mitteln sicherstellen kann. Es gibt einerseits die Leute, die ein Stipendium bekommen. Und ich denke, das sind die Fälle, die ganz am einfachsten geklärt sind. Also ich bin nach hier gekommen ohne Unterstützung, komplett alleine, weil unsere Regierung unterstützt was nicht. Es gibt nur die einzige Möglichkeit war DAD und das bekommt nicht jeder und das muss halt, also weil in den letzten Jahren in Gazastreifen die Situation hat sich sehr verschlechtert.
Von daher war es so schwierig, das zu beantragen. Die anderen Fälle sind halt die einreisen und sagen, ich habe eigene Mittel, ich habe Erspartes oder ich bekomme von meinen Eltern finanzielle Unterstützung. Mein Studiumvisum, mein Studiumaufenthalt, also es gibt davor bestimmte Bedingungen. Und eine davor ist die Verpflichtungserklärung oder die Finanzierung verallgemeinert. Und diese Verpflichtungserklärung heißt, dass derjenige, der sich verpflichtet, in der Regel ist es das Elternteil, der Vater, die Mutter, das nachweist, dass man auch dazu finanziell in der Lage ist und sagt dann, während des Studiums möchte ich meinen Sohn, meine Tochter finanzieren. Ja, mein Cousin hatte hier studiert in Essen. Er hat eine Verpflichtungserklärung vor ein Jahr gemacht, weil meine Eltern dachten, dass nach dem Jahr können sie das übernehmen. Also nach dem Ende des Jahres war der Krieg in Syrien so in einem hohen Punkt. Die Kosten haben vervielfacht und daher konnten das nicht mehr machen. Und daher bin ich in einem finanziellen Problem geraten. They get angry if you do something really bad. You should follow the rules and the time sense should be there. Otherwise they get angry. I mean, they are really good on making rules, but on following them, they're like, and if you don't follow, they get angry. Maybe, for example, if you have to go to a restaurant and if you have to wait like 10 or 15 minutes, they wouldn't go and they would just go to another place. They don't like waiting. Yeah, actually. it's tolerance. Yeah, you could say that, yeah. And they drink soda water, which is sparkling water. And they charge for water in German, which is very weird because water is a fundamental thing for life. Yeah, okay. I mean, that's typical German. I don't know whether it's good or bad, but that's a typical German. Okay. Wir versuchen zu lernen, unser Willkommenskulturkonzept zu verbessern. Und deshalb gehen wir auch über die Grenzen und gehen zum Beispiel zur Uni von Maastricht, um da zu sehen, was machen die eigentlich? Wie arbeiten die mit den ausländischen Studierenden? Most of the faculties, they teach in English. And for that fact, if you teach in English, then you know that a lot of people from all over the world are guaranteed to be there. So when I first arrived here, it's a little bit problem about using English, especially with Dutch people, because somebody have really strong Dutch accent, so you have to really pay attention to listen and understand them. Und dann hat man Unterschiede gemerkt, finde ich, zwischen Leuten, die offen waren und gesagt haben, ja ist egal, ich höre dir auch eine halbe Minute länger zu, weil du dafür länger brauchst. Oder Leute, die sagen, ja, das nervt mich. The first few days, they put us in a hotel. It was a very nice one, and till we get used to the system here in Maastricht, how to find houses, how to go to supermarkets, so it wasn't that bad at all. There was a person who give us suggestion and introduce us about this city. He brought us to see the city around as well, and also told us what we have to do, what we need to live in this city, and also for the house, how would you find a house, how could you find a house. Die Nachfrage war ziemlich groß und da kamen teilweise 30 Leute auf eine Wohnung. Aber dadurch, dass es halt auch super viele Angebote gab, hat sich das alles, sage ich mal, man wusste 2 Monate vor Studienbeginn, dass man hier hingeht und in den 2 Monaten hat jeder eigentlich eine Wohnung gefunden. Ich habe mich um einen Studienplatz in München beworben und dort habe ich auch Zimmer gefunden, aber leider habe ich keinen Studienplatz dort bekommen. Und plötzlich hatte ich einen Platz in Aachen bekommen und dann bin ich hier in Aachen gekommen. Und habe ich 4 Nächte im Hotel geschlafen und Wohnung gesucht, aber leider hat auch nicht geklappt. Dann habe ich einen Zettel gefunden und ich habe ein Zimmer ohne Bad bekommen und auch ohne Möbel, nur mit einer Matratze. Dort habe ich 2 Wochen gewohnt. Im Prinzip habe ich gesagt, dass ich nicht mehr als 2 Monate dort bleibe, aber ich habe ein Zimmer zur Zwischenmiete gefunden und ich wollte ausziehen. Dann war die Vermieterin echt böse und dann wollte sie noch 140 € für den nächsten Monat. Dann
wollte ich ausziehen, aber sie hat auf meinen Koffer gesetzt und hat mir gesagt, gibst du mir dann noch 50 €, sonst kannst du nicht irgendwo anderes gehen. Aber dann habe ich einfach meinen Koffer genommen und bei einer Freundin 2 Wochen geschlafen. Und dann habe ich zum Glück ein Zimmer im Wohnheim bekommen und hier bin ich glücklich. Ja. Das Thema Wohnen ist halt wirklich ein sehr zentrales und je nach, auch nach Prägung, zum Beispiel eher kollektivistisch oder individualistisch, suchen die Leute natürlich auch nach unterschiedlichen Möglichkeiten, wie sie so wohnen können, dass sie sich wohlfühlen. Everyone in this society is an individual. That means I have my own opinion, I have my own right to live my life the way I want, to marry the person who I want, to study what I want, to have the job that I want. So I have also the chance to show my abilities. And we have also group-oriented cultures. You belong to a group. And you will never disconnect. They decide who you have to marry, what to do, and everything. Here, in such kind of countries, maybe if you're 18, your parents will tell you, child, go out of the house, make something out of your life. It's your life, do what you want. What is bad about that? Freedom can lead to bad choices. Yes. Some of them are irreversible in life. Because of inexperience, they do not apply. Vor allem, ich bin nach Deutschland gekommen, habe ich meine Familie verlassen und hier jetzt wohne ich auch bei Familie. Das finde ich ganz schön. Ich habe auch schon während meine Kinder noch zu Hause waren, schon Austauschschüler hier gehabt und ich fand das immer sehr bereichernd. Ja, ich fühle mich wohl hier. So gemeinsam essen, das ist ein Gefühl zu Hause. Vor allem ist es ganz schön. Das reicht doch. Für heute und morgen. Für uns beide. Ja. Ich glaube schon, dass Menschen zum Beispiel mit arabischem Hintergrund wirklich Probleme haben, Wohnraum zu finden. Weil die Leute doch sehr skeptisch sind und mitunter vielleicht sogar abweisend. Und das tut mir einfach total leid. Sie machen sich die Mühe gar nicht, sie kennenzulernen. Und erfahren auch gar nicht, wie bereichernd es sein kann. Ja. Ich bin jetzt schon länger hier. Also, dann habe ich zuerst gefragt, wieso kommst du nicht rein? Also da gibt es ein Zimmer frei hier. Und so. Und Steven, der studiert Bauingenieurwesen und den habe ich halt im ersten Semester kennengelernt und ist dann jetzt vor einem Jahr hier ins KHG umgezogen. Und dann ist halt ein Zimmer hier in der WG frei geworden und dann hat er mich gefragt, ob ich Lust hätte, hier in die Wohnung zu kommen oder das Zimmer hier zu übernehmen. Und ja, dann bin ich halt jetzt seit 2 Tagen jetzt hier am Renovieren. Fertig ziehen? Komm, wir. Lass uns was essen hier. Wir in der katholischen Hochschulgemeinde haben 5 Wohnheime. Das sind zum Teil Einzelwohnungen, Wohngemeinschaften, auch Familienwohnheime, also wo Studierende und Gastwissenschaftler mit Kindern auch wohnen können. Uns ist es sehr wichtig, dass die multikulturell besetzt sind, dass wir interkulturell offen sind und da im Kleinen das leben, was uns wichtig ist. Nämlich im Grunde, dass alle Leute, die hierher kommen, tatsächlich auch ein Zuhause finden können, wenn sie möchten. Et alors, arrivé ici, à l'Université de Liège, comme pour la première fois, quand on est étudiant étranger, ce n'est pas trop facile de pouvoir directement s'intégrer. Mais c'était une époque où on entre dans l'auditoire, il y a plus de blancs que de noirs. Quand je suis arrivé, le premier contact, comme je l'ai dit, c'est avec mon parrain en question. Et il m'a quand même permis de découvrir un peu la ville. Et par la suite, pour les opérations qui ont suivi, c'est-à-dire dans le cadre universitaire, ça, il y a un étudiant qui a été mis à ma disposition, comme je disais tantôt, qui a été mis à ma disposition, donc qui m'a aidé à trouver le logement, qui m'a aidé à m'inscrire, à faire tout ce qui est comme course au niveau académique.
sans quelqu'un de ce genre, je pense que c'est vraiment invivable. Je crois que la tendance commence un peu à s'ouvrir. Mais à ce que je connais beaucoup d'étudiants d'origine étrangère ou étrangères qui ont le même problème d'intégration et d'adaptation. Je me demande que faire parce que c'est l'environnement d'ici qui est fait de cette façon. L'autonomie individuelle, la personne doit se construire de soi-même. When I was raised in such a way that this should not really have an impact on me, even if it's different, even if everything is different. It should not have an impact on you. All you have to do is just adapt to, and if you can't, just then just don't be there. Parce que chez moi, on est tout le temps en famille. Quand tu sors, tu reviens, il y a toujours quelqu'un avec qui tu dois discuter, avec qui échanger. Et là, tu arrives dans une maison, tu ne vois que ton lit, tu ne vois que tes cahiers, tu ne vois que la petite table, la cuisine. Et là, vraiment, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour moi. Like I don't see myself integrating 100%, because I still have some principles, and I still miss my family. I'm homesick sometimes. So you still think about your past, but still I know that I have to be here to finish, and I like it actually. I like living here, and I also like living in Saudi Arabia. There's absolutely no clash at all. Ils n'ont pas confiance en toi, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire de toi un ami. Donc, essayer d'avoir leur confiance. Et quand tu as leur confiance, je pense que le reste suivra. I like the people, my friends. I think I've come around very nice people. Dutch, Germans, Saudis, Africans. It's everywhere. So it's. But still, I still don't find myself at home. You know what I mean? Quand je pense, j'ai mal au cœur quand je vois des vieillards qui vont dans des supérettes faire des courses. Pour moi, c'est vraiment dégueulasse. Je ne critique pas la société telle qu'elle est, mais vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une reconsidération des valeurs qu'on doit revoir. Parce que voir des vieilles personnes eux-mêmes aller faire ces genres de shopping, je trouve ça très, très, très difficile. I think home is where when you walk on the streets and what people are thinking about in the streets. The things people are saying, the culture itself. You feel as part of it. Pour ce qui est des étudiantes et étudiants congolaises, il y a une convention liée déjà à ces liens ombilicaux entre le Congo et la Belgique, et paye moins les frais d'inscription, c'est à peu près dans les 860 € par an. Mais par contre, les étudiants camerounaises et camerounais payent plus. Ils arrivent à payer plus de 3 000 € par an. Oui, ça oui. Mais pour les Congolaises et Congolais, là, c'est moins cher. Ils paient les mêmes frais que les Belges de souche. Ob nun in Lüttich oder in Aachen oder in Maastricht, was sich immer wieder zeigt, ist, dass es eine massive Ungleichbehandlung gibt. Ich habe hier eine kleine Sequenz aus einem Film, den wir gedreht haben, bei der Eröffnung des Hilfsfonds für ausländische Studierende in Notsituationen. Und ich denke, diese Szene, die passt hier ganz gut, weil da sagt der Rektor der RWTH, einer der Schirmherren dieses Hilfsfonds, in meinen Augen was ganz Zentrales. Wir wissen aber genau, dass die große Lebenskraft kommt, wenn man wieder aufsteht. Mir tut das immer so leid, wenn ich meinen Studierenden zugucken muss, wie sie erst ihre Niederlagen haben, um dann eben aufzustehen. Also was ich den Leuten immer sage, wenn die sagen, ich wusste nicht, soll ich kommen, ich habe das Problem, dann sage ich immer, Probleme aufschieben. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Man muss sich schon den Problemen stellen und hier sitzen auch nur Menschen. Also ich war einmal bei der Ausländerbehörde, schon letztes Mal oder vorher. Sie haben mir gesagt, dass Sie einen Brief schicken mit der Entscheidung sozusagen. Und jeden Tag öffne ich das Fach und ja, mit Angst. Manchmal öffne ich das Fach
lieber nicht, damit ich in Ruhe bleibe vor einem Tag. Das ist auch eine Stelle, mit der muss ich mich abgeben, sicherlich. Ich brauche eine Aufenthaltserlaubnis, aber hinter diesem Wort, das Amt, sitzen Menschen. Ja, im Amt sitzen sicher auch nur Menschen, das glaube ich auch. Gegenüber sitzen natürlich auch nur Menschen. Es gibt ein sehr bekanntes Beispiel aus Aachen, das ich gerne mal zeigen würde. Ja, das ist so, ich habe Asylantrag gestellt, ich durfte nicht arbeiten, ich durfte nicht die deutsche Sprache lernen. Und der pauschale Vorurteil aller Asylbewerber kommen hier, um Geld zu kassieren. Das war im Kopf der Sachbearbeiter. Die sind Gelder von deutschen Steuerzahlern. Das stimmt auch. Aber die Botschaft, die dadurch vermittelt wurde, war schrecklich. Immer, man wollte damit das assoziieren, dass ich hier gekommen bin, um Sozialhilfe zu kassieren. Und er wollte mich dann nach Westfriedhof in Aachen zu schicken. Und ich sollte damals, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall um 1 Mark oder weniger oder mehr, etwas mehr als 1 Mark sollte pro Stunde Sozialarbeit leisten. Obwohl ich ein Hochschulstudium hatte, abgeschlossenes Studium und auch körperlich nicht in der Lage war, körperliche Arbeit zu leisten. Das ist nicht mir gelungen, ihm so klar zu sagen, dass ich will arbeiten, aber eine adäquate Arbeit, die ich erledigen kann. Und es ist nicht mir gelungen, klar zu machen, dass ich nicht gekommen bin, um zu kassieren, dass ich gezwungen war, meine Heimat zu verlassen. Und das ist auch nicht so leicht, dieses Land zu verlassen. Aber später, das war nicht so schwierig. Ich möchte sagen, in Aachen bin ich sehr gut aufgenommen worden. Von vielen weltoffenen Menschen wurden einfach als gleichberechtigter Mensch aufgenommen worden. Das ist ein Beispiel, das beginnt in den 80er Jahren, hat sich sicher einiges geändert, auch hier im Ausländeramt oder eben auch mit den Behörden. Uns ist es wichtig zu zeigen, dass Menschen auch ganz wichtige Positionen, sei es hier in Deutschland oder in ihren Heimatländern, einnehmen können, wie er zum Beispiel als Außenminister in Afghanistan, und dass wir vom ersten Moment an eben Willkommenskultur kreieren, damit das Verhältnis nachhaltig gut gestaltet wird. Ich komme aus dem Gazastreifen und ich habe mein ganzes Leben gelebt als Flüchtling da. Und das als Flüchtling in meinem Land zu leben, ist ein nicht schönes Gefühl. Und ich weiß, was das bedeutet. Deswegen, ich wollte halt, also das auch nach hier zu kommen, ist für mich Freiheit. Wenn man hier Asyl beantragt, das Leben ist enger. Ich wollte nicht, dass halt jemand mir sagt, nein, du musst das jetzt tun und das tun. Jetzt darfst du das nicht tun. In der Beratung ausländischer Studierender überlegen wir uns immer wieder, was ist für den jetzt wirklich das Beste oder für diejenige in dieser Lebenssituation. Und da haben wir gesagt, wir glauben zum Beispiel bei Shams Mansour, da wäre duales Studium das Beste. Duales Studium, die Kombination aus auf der einen Seite einem Studium, einem ganz regulären Studium an einer Fachhochschule in der Regel und einer Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf von der IHK. Also die Kombination aus diesen beiden Dingen ist ein ausbildungsintegrierendes Studium, wird es manchmal genannt, oder eben ein duales Studium heute in Kurzform. Dadurch kann ich mein Leben finanzieren und gleichzeitig auch studieren. Die Tatsache, dass man die Sachen direkt anwenden kann, also dass man zum Beispiel wirklich morgens in der Regel vielleicht was hört in der Vorlesung, was man am Nachmittag schon anwendet, das ist, glaube ich, so einer der Kerngedanken gewesen. Also diese sehr starke Vernetzung von Theorie und Praxis. Also der Mensch, der hier arbeiten wird, der wird das viele Sachen verstehen. Über Deutschland, über die Sachen, wie alles läuft. Und ich finde es auf jeden Fall der beste Weg. Potenzielle Studierende, die halt viel Potenzial mitbringen in ihrem Kopf, aber eben wenig an Connections, an Verbindungen über ihr Elternhaus und so weiter, die sind natürlich dann von solchen Modellen, würden von solchen Modellen besonders profitieren, weil es eben da nicht darum geht, denn jemanden zu kennen vielleicht, der so ein Studium oder den Unterhalt halt entsprechend organisieren würde, sondern wo man eben auch Köpfe anspricht, die eben viel Potenzial haben, was ihr Intellekt angeht, aber eben weniger materielle Möglichkeiten von ihrem Elternhaus aus. Willkommenskultur bedeutet für uns, den Menschen mit offenen Händen entgegenzutreten und sie einzuladen, hier sich zu beheimaten, mit uns gemeinsam Wege zu suchen, wie sie einfach hier
sich so ansiedeln können, dass es für sie passt und gleichzeitig zu erleben, dass sie uns blinde Flecken in unserem Leben zeigen, dass sie uns zeigen, wie blind wir an vielen Punkten sind und wie viel die Welt eigentlich sonst noch zu bieten hat. Dieser Film zeigt, dass schon viel getan wird für ausländische Studierende und für Gastwissenschaftler. Die Beratungsstellen der Hochschulen, die akademischen Auslandsämter, aber auch die evangelischen und katholischen Hochschulgemeinden bieten eine Vielfalt von Möglichkeiten an zur Hilfe. Sei es das Be-Buddy-Programm, sei es aber auch finanzielle Hilfe, die im Einzelfall notwendig ist. Dennoch bleibt das Thema Willkommenskultur auf der Agenda. Es ist immer noch aktuell und es liegt leider auch noch einiges im Argen. Vielleicht gilt es noch stärker zu beherzigen, dass die Behörden sich als Ermöglichungs- und weniger als Verhinderungsbehörde verstehen. Die Ermessungsspielräume sollten noch besser als bisher genutzt werden. Auch sprachliche Barrieren, sei es im Internetauftritt, sei es im persönlichen Kontakt, könnte noch stärker abgebaut werden. Fremdsprachenkompetenzen sollten noch mehr vermittelt werden und Deutschlernprogramme noch besser als bisher aufgelegt werden. So kann vielleicht von beiden Seiten der Brückenbau noch besser gelingen. Letztlich ist es wichtig, auf allen Ebenen deutlich zu machen, dass wir es immer mit Menschen zu tun haben, niemals mit Fällen oder mit Nummern. Und auch in der Bevölkerung müssen wir noch mehr gemeinsam daran arbeiten, wir Einheimische genauso wie Zugewanderte, dass das Zusammenleben und ein Beheimatetsein für alle und wirklich für alle eine Bereicherung ist. Ein respektvoller und ein wertschätzender Umgang miteinander ist die Grundlage dafür, auf dass das in Zukunft noch mehr gelingen kann. Can you tell us something about this day?